Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik, um die Lyrics, den Deep Dive in Videos und wir wollen uns hier einfach die verschiedensten Möglichkeiten, Perspektiven, Betrachtungsweisen aus psychologischer Sicht betrachten oder anschauen. Ähm, und heute nehme ich einen neuen Künstler, der mir sehr am Herzen liegt, den ich auch schon viele Jahre höre. Und von ihm gibt es den Song Lost. Und in diesem Song gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, diesen zu interpretieren. Und meistens haben wir ja immer nur eine Variante in uns selbst, wo wir uns wiederfinden, wo wir glauben, das zu erkennen, was gemeint ist. Und ja, vielleicht kann ich euch ein oder zwei andere Möglichkeiten heute noch anbieten. Von daher bleibt dran. Wenn euch das Video gefallen sollte, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal. Es kommen weitere Künstler. Wenn ihr mehr von Dermot Kennedy hören wollt, schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall berücksichtigen. Und ja, dann lasst uns jetzt loslegen. When everything was broken, the devil hit his second stride. You remember what I told you? Someday I'll need your spine to hide behind. For fear of moments stolen, I don't want to say goodnight, but I still see you in the morning. Still know you're hurting, still know both your eyes. Lasst uns hier schon mal Stopp machen. Das heißt, es gibt, wie er so schön sagt, the devil hit his second stride. Das heißt, es gibt schon eine Vorgeschichte von ihm. Irgendein Rückschlag, irgendetwas, was passiert ist, was ihm vielleicht vorher auf einer anderen Ebene oder auf der gleichen Ebene schon mal passiert ist. Hier könnte man jetzt noch von einem Unfall sprechen oder von einer Krankheit oder von irgendjemand ist verstorben und davor hatte irgendjemand einen Unfall oder davor wurde er gekündigt oder was auch immer. Es kann ja für jeden Menschen irgendwas Unterschiedliches sein. Und er sagt, aber erinnere dich daran, was ich dir gesagt habe, dass ich irgendwann dein Rückgrat brauchen werde, um mich dahinter zu verstecken. Das heißt, er hat es schon angekündigt, dass es kommen wird. Und das klingt so, als wäre es kein Unfall oder irgendwas gewesen, was unerwartet wäre. Es könnte vielleicht auf eine psychische Erkrankung hindeuten oder auch eine körperliche Erkrankung, die immer wieder in Wellen kommt und doller wird. So. Und vielleicht ist es nicht unbedingt eine Erkrankung im diagnostizierten Sinne, sondern vielleicht ist es einfach emotional immer wieder hoch und runter, auf und ab. Dieses ganz normale Leben, wo wir nie immer auf der gleichen Welle fahren. So. Und gerade wenn wir neu in Beziehungen kommen und gerade frisch verliebt sind, dann nehmen wir immer die Aufwelle und alles ist total gut und viele Dinge sind vergessen, viele Probleme machen erstmal nicht so mehr, die Probleme spielen keine Rolle mehr. Und irgendwann holt es uns wieder ein. So, und unsere alten Themen sind wieder da. Genau. Und er sagt auch, er möchte eigentlich nicht schlafen, weil er möchte keinen dieser Momente verpassen. Und es könnte sein, dass es ihm hier darum geht, ich meine, wenn wir frisch verliebt sind, kennen wir das vielleicht sogar, diese Momente von, ich möchte eigentlich nicht schlafen, ich will das total genießen. Und vielleicht nicht mal mit dem frisch verliebt, sondern wenn wir einfach ein richtig spannendes, interessantes Gespräch mit jemandem führen, eigentlich todmüde sind, aber nicht aufhören wollen. So diese Angst, etwas zu verpassen. Hier könnte man aber vielleicht auch nochmal den Dreh reinbringen, zu sagen, naja, vielleicht spürt er, dass irgendwas in der Beziehung, ob es jetzt nun eine Liebesbeziehung ist oder eine freundschaftliche Beziehung, elterliche Beziehung, irgendwas zerrüttet ist, dass es irgendein Problem gibt und er Angst hat, vielleicht die letzten Momente zu verpassen. Aber er sagt, er weiß, dass er sie am nächsten Morgen, die Person, wiedersehen wird. Und hier finde ich das ganz spannend. Er sagt, I still know your heart and I still know your eyes. Und es kann, und das finde ich ganz spannend, hier in die Richtung gehen, dass es an jemanden adressiert ist. Aber es kann auch sein, dass er eigentlich gerade mit sich selber spricht, also einen inneren Dialog führt und dass vielleicht ein Teil von ihm
der alte Teil, dass er ihn noch sieht, dass er den ursprünglichen Kern von sich, das Herz noch sehen kann, weiß, wie die Augen aussehen. Aber wenn er dann in diese zum Beispiel Rückfälle, wenn wir jetzt von psychischen Erkrankungen sprechen, reinfällt, fällt es ihm schwer, diese alte Version von sich zu sein, auch wenn er sich daran erinnert. Ja, genau, das fand ich nochmal einen spannenden Aspekt. Und vielleicht bedeutet das aber auch, ich habe hier übrigens meine ganzen Zettel, wo ich mir Notizen mache, damit ich nicht zu viel vergesse oder hinten runterfallen lasse. Was hat sich verändert, dass er noch die Augen sehen kann? Vielleicht hat sich bei ihr was verändert. Und er spricht davon, ich weiß aber immer noch, wie dein Herz aussieht, auch wenn du vielleicht, das kann sein, dass sie nicht mehr so involviert ist in die Beziehung, dass sie nicht mehr so in ihrer Liebe ist. Es kann aber auch sein, dass sie selber überfordert ist, gerade selber Probleme oder Themen am Start hat und sich gerade in einem Schutzmechanismus oder Ähnlichem befindet und ihn abwehrt oder wütend ist oder irgendwie sowas. Und er trotzdem weiß, wer sie ist und wo der Kern ist, was hinter diesem Schutz steht. Genau. Lasst uns weiterhören. I could have told you about the long nights. How no one loves the birds that don't rise, so you can tell the heroes go hide. My sense of wonder is just a little tired. And if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you'd never leave me behind, but I am lost this time. Are we destined to burn or will we last the night? I will hold you till I hold you right. And if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. Mal so kurz zwischendurch. Diese Live-Stimme. Wahnsinn. Also ich meine, wow. Beim Gehen und dann so singen, mit dieser Intensität, mit dieses Raspy, dieses Raue in der Stimme, von dem Schmerz auch, aber auch einfach, glaube ich, generell Dermots Stimme, so. Aber ja, so, das macht eine Intensität. Lasst uns die Zeilen durchgehen. No one loves the bird that don't rise. Das ist ein schöner Punkt, weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es bei ihm Rückfälle gegeben hat, dass es vielleicht eine Chronifizierung gab, dass mehrere Dinge immer wieder passieren und er es dann vielleicht nicht schafft, sich aufzuraffen, so richtig ins Leben einzusteigen oder immer wieder rausfällt, dann neigen manche Menschen dazu, sich abzuwenden, aufzugeben, die Person, zu sagen, sie wollen sich mit anderen Dingen beschäftigen, weil es sie vielleicht selber zu sehr belastet. So. Und weil es manchen Menschen einfach zu kompliziert ist, gerade vielleicht auch in Beziehungskonstrukten, Liebesbeziehungen. Genau. Und Menschen, die immer wieder mit vielleicht mentalen, psychischen Problemen zu tun haben, die werden nicht gefeiert, könnte man sagen. Und er sagt, dann kannst du den Helden auch einfach sagen, dass sie sich verstecken sollen. Weil hier gibt es nichts zu holen, hier gibt es nichts zu retten. Was danach klingt, dass es eben auch diese Vergangenheit gibt, wo es anscheinend schon probiert wurde und es nicht geklappt hat und die Menschen daran verzweifelt sind oder frustriert waren oder was auch immer und inklusive ihm selbst, der daran auch frustriert war, weil er würde auch rauskommen wollen, klar. So, was auch immer es ist, worum es hier geht. Und wenn wir es jetzt nochmal auf die Ebene bringen von, er spricht mit sich selbst, dann hat er sich vielleicht selbst genug oder oft genug versucht zu retten. Hat oft genug festgestellt, wie sehr er bestimmte Seiten, bestimmte Sachen innerlich an sich ablehnt.
wenn wir das mit Emotionen machen und sagen zum Beispiel, es gibt eine Seite in ihm, einen Teil in ihm, der Angst hat oder der besonders traurig ist oder der wütend ist oder irgendwas in diese Richtung. Dann gibt es manchmal diese Teile, die wir ablehnen in uns, die wir nicht haben wollen. Wir wollen nicht besonders doll traurig sein oder wütend sein. Wir wollen gute Menschen sein. Und dann wollen wir die nicht retten, sondern wollen wir sie einfach wegmachen, wegdrängen, irgendwo verstecken, ignorieren. Aber das hilft auch nicht. Und auch der Versuch, diesen Teil zu retten, wie auch immer das aussieht, braucht Zeit. Gerade wenn wir jetzt von Therapie sprechen auch. Das kann eine ganze Weile dauern, je nachdem, wie tief das verankert ist, mit was das verknüpft ist an Erfahrungen auch. Und es kann sich manchmal so anfühlen, als würde man überhaupt nicht vorankommen, als würde überhaupt nichts passieren. Aber wenn man dran bleibt, passiert halt doch was, in der Regel. Und es kann, wenn wir es jetzt aber auch auf zwei Menschen beziehen, kann es bedeuten, dass er sie meint, ne, ihre Heldenanteile sozusagen, dass sie versucht, ihn zu retten, heldenhaft. Und dass er sagt, du, das macht keinen Sinn, kannst du lassen. Dieses Mal bin ich verloren. Und er sagt auch, my sense of wonder is just a little tired. Was im Prinzip genau das ausdrückt, ne? Dieses, ich habe schon so viel versucht, es wurde schon so viel probiert. Hat nicht geholfen. Ich glaube nicht mehr so richtig dran, dass da noch ein Wunder passiert. Oder es könnte auch in die Richtung gehen, es wundert mich auch gar nicht, dass es keiner mehr probiert und dass keiner die Leute mag, die es nicht hinkriegen, die es nicht schaffen, weil es zieht nur runter. Er ist desillusioniert, so ein bisschen. Und vielleicht auch nicht nur ein bisschen. Genau. Und er sagt auch, ne, I'm lost this time. Das heißt, vielleicht hat er sich früher nur verloren gefühlt und es konnte immer gut abgefangen werden, entweder von ihm selbst oder von anderen, von ihr vielleicht oder von dem Partner, wer auch immer. Aber dieses Mal ist er komplett verloren. Da gibt es nichts mehr zu holen, nichts mehr zu retten. Oder zumindest ist das sein Gefühl. Weil in meiner Welt gibt es immer irgendwie irgendwas zu retten. Also es ist nie komplett vorbei, bis es durch Tod vielleicht vorbei ist. Oder Koma oder was auch immer. Wobei selbst dann nicht. So. Die Hoffnung, das ist das, was wir Menschen haben. Genau. Er sagt auch, dass er weiß, dass er ihn nie zurücklassen würde. Und das wird genau auch der Punkt sein, der ihm so gut tut, ne? Und vielleicht ist das dieser Heldenanteil von ihr. Egal was kommt, sie ist da. Aber vielleicht merkt er, weil hatte er das schon gesagt? Glaube schon, ne? Lass uns noch mal kurz reinhören. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir schon waren, bevor ich hier zu viel quatsche. Ich spule noch mal zurück. I'll hold you till I hold you right. Okay. And if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. Genau. I will hold you till I hold you right. Das kann in einem sehr romantischen Sinne sein. So, ich liebe dich so sehr und ich will, dass es dir richtig gut geht und bitte sag mir, was du von mir brauchst, wie du die Umarmung, wie du das Halten brauchst. So, ich will auch für dich da sein. Und gerade wenn es so eine Konstellation ist, wo sie ihn unterstützt, kann es aus einer Dankbarkeit heraus sein. Ich möchte dir was zurückgeben. Es kann aber auch sein, dass dieses ganze für ihn Dasein, dass sie inzwischen an ihre Grenzen gekommen ist und auch ausgelaugt ist, nicht mehr richtig weiter weiß. Und er gerne jetzt für sie da sein möchte. So, was zurückgeben will. Ja, und es ist die Frage, ne, können wir das schaffen? Will we last the night? Das heißt, es scheint eine Krise zu geben und es könnte vielleicht sein, weil sie ausgelaugt ist, weil sie nicht mehr kann. Es kann sein, weil er das Gefühl hat, er ist verloren und er will sie nicht weiter belasten.
Es kann aber auch einfach sein, dass sie einfach erstmal nur in Gesprächen sind, wie es weitergehen kann. Und dass vielleicht eine Version von der Art, wie sie die Beziehung bisher geführt haben, geht und eine andere geboren werden muss, sozusagen, damit es weiter funktionieren kann. Und es ist aber noch nicht klar, ob sie es schaffen werden, eine neue Version zu finden. So. Genau. Lass uns weiterhören. So we'll run into the open. Keep your hand inside of mine. And then when everything is over, I hope to think of this as better times. The sky got red and swollen. I guess I never see the signs. There can't be songs for every soldier. There can't be solace every time you cry. Lass uns hier wieder Pause machen. Ich finde das schon ganz spannend, auch mit dem Video, weil ich finde, er zeigt hier verschiedene Situationen von Menschen. Wir haben quasi das junge Pärchen, wir haben die Frau und den Mann, der jetzt gerade auch auf der Couch liegt, wo ich nicht ganz sicher bin, und vielleicht müssen wir es auch gar nicht definieren, ob das ein Paar ist, ob sie eine Pflegerin ist, ob sie in irgendeiner Weise verwandt sind, ob es eine Freundschaft ist. Ja, so. Wobei es auch ein Kind gibt, von daher vielleicht ist es ein Paar einfach, so. Und er scheint krank zu sein. Und ja, da gehen wir später nochmal genauer drauf ein. Und dann haben wir noch den Vater mit den 3 Kindern, von dem wir nicht 100% wissen, ob er alleinerziehend ist, aber erstmal scheint er allein mit den Kindern zu sein oder Verantwortung für die Kinder zu haben und arbeitet aber noch spät. Und er zeigt im Laufe des Videos diese 3 Geschichten, die verschiedenen Dynamiken darin, die alle auch eine Perspektive sein können, wie Liebe und Helfen und Unterstützen funktionieren kann. So. Genau, aber das gucken wir uns nach dem Lied nochmal in Ruhe an. Ich will auch nicht auf alle Zahlen eingehen, genau. Songs for the Soldier. Ich sag's nicht richtig, aber wie heißt das hier? There can't be songs for every soldier. It can't be solace every time you cry. Und das ist interessant, weil Soldier könnte hier sein, dass es hier um die Helfenden geht. Die Menschen, die unterstützen und anderen helfen, für andere da sind. Und vielleicht ist es aber auch im wörtlichen Sinne Soldat. Vielleicht für ihn stehend als Soldat. Und es kann sein, dass es dafür steht, dass er kämpft. Dass er sein Leben lang irgendwie gekämpft hat. Oder schon seit Jahren. Um Gesundheit, um Stabilität in seinem Leben. Es kann aber auch sein, dass er tatsächlich Soldat war und im Krieg war. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie das bei Dermot Kennedy der Fall war. Aber selbst wenn er nicht im Krieg war, könnte es für jemand anderes, der sich da drin wiederfindet, auch bedeuten, ich war selbst auch im Krieg und ich habe einiges erlebt, was mich echt ausgenockt hat und was mein Leben komplett verändert hat. So. Und ich bin nicht mehr der Alte. Und es kommt vielleicht auch immer wieder hoch. Immer wieder in Wellen kommen Erinnerungen hoch, kommen die Probleme, kommen die Ängste, kommen Wut irgendwie hoch. Was auch eine Form von Chronifizierung ist, nur dass es halt hier dann sich eher um eine posttraumatische Belastungsstörung handeln wird, um Trauma. Auch davon könnte er sprechen. So. Genau. Und dass das Weinen, dass ihr Weinen nicht jedes Mal ein Trost sein kann. Mitgefühl ist was Gutes, aber manchmal macht es uns das eher schwerer, wenn andere Menschen für uns oder mit uns weinen und den Schmerz auch spüren, weil wir vielleicht gerade eigentlich jemanden brauchen, der stabil ist. Oder weil es uns das Gefühl gibt, dass es wirklich schlimm ist oder dass wir andere Menschen damit belasten. Und vielleicht ist es für sie ein Trost, weil tatsächlich ist es im rein biologischen Sinne auch so, dass wenn wir weinen,
unter anderem in der Tränenflüssigkeit auch Adrenalin und Cortisol enthalten sind. Das wurde erst vor noch gar nicht so langer Zeit herausgefunden und entdeckt, dass Tränen tatsächlich auch Stressabbau ist. So, was total schön ist, weil der Körper mal wieder Möglichkeiten anbietet, aktiv Stress abzubauen. So, von daher, wenn ihr weinen müsst, weint ruhig, baut Stress ab. Nichts Schlimmes dran. Genau. Ja, lasst uns erstmal weiterhören. I could have told you about the long nights, how no one loves the birds that don't rise, so you can tell the heroes go hide. My sense of wonder is just a little tired, but if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you'd never leave me behind, but I am lost this time. Are we destined to burn or will we last the night? I will hold you till I hold you right, but if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. Bevor wir jetzt in den letzten Part reingehen, wir können ja hier schon ein bisschen sehen, ne, zu den Geschichten. Also wir haben einmal die Frau, den Mann und das Kind oder das junge Mädchen sozusagen, eigentlich kein Kind mehr, schon Teenagerin. Und wir konnten sehen, wie die Frau Tabletten vorbereitet in der Küche, während sie wahrscheinlich auch das Essen vorbereitet hat. Und der Mann auf der Couch liegt und schläft, döst, sich erholt, was auch immer. Und man konnte diesen Moment sehen, wo sie in die Ferne, also aus dem Fenster schaut und so ein bisschen in die Ferne schaut. Und der Blick so ein bisschen, und das ist jetzt meine Interpretation, ja, das ist nicht die Wahrheit, aber in meiner Interpretation schaut sie so ein bisschen ausgelaugt, bisschen leer oder vielleicht hoffnungslos oder, also so ein, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ja, wenn ihr lange jemanden unterstützt, wenn ihr lange etwas macht, was euch Energie kostet und ihr wisst, ihr müsst noch ein bisschen durchhalten oder vielleicht länger durchhalten, dann macht das manchmal so ein Wegzone-Moment und so ein, kann ich das noch? Wie kann ich das schaffen? So. Und ich finde, das kann man ganz gut sehen in diesem Moment, wo sie aus dem Fenster schaut. Und dennoch, ne, vielleicht für die Personen, die wir lieben, reißen wir uns zusammen, sammeln wir die Energie, um für die Person da zu sein. Wir konnten sehen, das junge Paar im Badezimmer mit einem Schwangerschaftstest. Und anscheinend war der positiv. Es könnte auch gewesen sein, dass er negativ ist, aber dadurch, dass er später, dass beide den Bauch festhalten, deutet für mich eher darauf hin, dass sie schwanger ist. Und man konnte sehen, wie sie beide vorher ordentlich gefiebert haben. Beide vielleicht eher in Angst waren. Und das ist die Frage. Haben sie gehofft? Oder hatten sie eher Angst? Was ist eure Vermutung? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht bei so einem jungen Paar eher die Angst da war, dass sie schwanger sein könnte, dass es vielleicht ein Unfall war. Oder sie unvorsichtig gewesen sind, man weiß es ja nicht. Und dieses Gefühl, sie ist schwanger, kriegen wir das hin? Was kommt da alles auf uns zu? Was wird jetzt passieren? Können wir das schaffen? Wie können wir das schaffen? Manche Paare belastet das so sehr, dass sie sich auch darüber trennen. Ne? Und vielleicht war das auch zum Beispiel die Angst von dem Mädchen oder von der jungen Frau, dass sie vielleicht damit alleine dasteht, dass er dann geht. Und dem Moment, wo er hinter ihr steht und ihren Bauch hält, sie merkt, okay, da ist vielleicht auch jemand, ich bin nicht allein, wir machen das zusammen. Und vielleicht wird das wirklich gut. So. Genau. Und beim Vater konnte man jetzt sehen, er arbeitet. Und ein Kind hat schon mal so ein bisschen durch den Türspalt geguckt. Das heißt, das Kind kriegt mit, der Vater ist gestresst oder der Vater ist ausgelaugt und arbeitet noch so spät und kann sich nicht so richtig um die Kinder kümmern. Vielleicht haben sie gewartet, dass er ihnen gute Nacht sagt. Oder vielleicht ist sie wach geworden und wollte einfach nach ihrem Papa schauen. Genau. Aber lasst uns erstmal weiterschauen.
Ich spule noch mal ein bisschen zurück. Self in my eyes, you'd see you shine, you shine. I was lost till I found you. Now these songs will hold and hide your name. All it was all about you. Since that night the moon has never seemed the same. And if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. I know you'd never leave me behind, but I am lost this time. What if the love you deserve is love you never find? I've learned in love and death we don't decide. And if only you could see yourself in my eyes, you'd see you shine, you shine. Lasst uns den restlichen Part nochmal durchgehen, bevor wir uns das Video zu Ende angucken. Ich will auch wieder nicht auf alles eingehen, aber er sagt ja, I was lost till I found you. Das heißt, ich finde es, zum einen ist es eine total schöne Zeile und gleichzeitig ist es auch eine schwierige Zeile. Weil er sagt zum einen, ne, ich habe meine Vergangenheit, ich kenne das, dass ich verloren war oder verloren bin, schon sehr gut. Und dann kamst du in mein Leben. Und das ist ja oft das, was auch Beziehungen machen können, dass wir uns durch Beziehungen wiederfinden sozusagen, dass wir wieder zum Leben erweckt werden. Oder ein Teil zumindest von uns. Weil wir leben ja sowieso die ganze Zeit. Und gleichzeitig, wenn wir das jemandem so sagen, dann geben wir der Person auch eine Verantwortung. Wir machen uns selbst auch von der Person abhängig. Ne? Also er impliziert mehr oder weniger, dass er durch sie aus diesem Verlorensein rausgekommen ist. Und jetzt ist er wieder in dem Verlorensein drin. Und es zeigt, dass er nicht stabil ist, dass er das Gefühl hat, vielleicht ist es auch eine Dankbarkeit, ne? Du hast mich für eine lange Zeit da rausgeholt und jetzt bin ich halt wieder drin. Das ist halt, wie ich bin und wer ich bin. Und vielleicht ist es auch der Versuch, ihr zu sagen, du kannst die Helden wieder wegschicken. Es geht nicht darum, dass du mich rettest. Du bist auch so schon der Schatz in meinem Leben, der wertvolle Mensch, der mich da mal rausgeholt hat, der mich nie zurücklassen würde, der mir Sicherheit gegeben hat. Und es vielleicht auch immer noch tut. Aber es gibt einen gewissen Punkt, wo du mich nicht retten kannst. Und gleichzeitig neigen wir manchmal dazu, ne, dass wenn wir in eine Beziehung kommen und alles gut ist und es dann langsam in den Alltag übergeht und diese krassen Hormone und die krassen Gefühle nachlassen, wir dann das Gefühl haben, Mist, die Beziehung ist nicht mehr das, was sie mal war. Sie gibt mir nicht mehr das, was sie mir mal gegeben hat. Ich brauche wieder das, was mich rausholt. Weil so langsam kommt der alte Scheiß wieder. Das kann es nicht sein. Und dann gehen wir wieder auf die Suche nach was anderem. Dabei hat es nie was mit der Person an sich zu tun, sondern immer nur mit uns. Und dass zwischendurch halt eben mal so ein Hoch kommt. Aber wir können davon auch abhängig werden. Ne? So. Ja. Und die Frage ist, er sagt ja, what if the love you deserve is the love you never find? Und den Satz fand ich sehr spannend. Es kann in die Richtung gehen, was ist, wenn wir Menschen an sich allgemein gar nicht dazu in der Lage sind, jemanden oder etwas so doll zu lieben, wie es eigentlich verdient. Dass wir alle eine reine Liebe verdienen. Tatsächlich jeder Mensch. Aber dadurch, dass wir unsere Bewertungen haben, unsere Glaubenssätze, unsere Ängste, Unsicherheiten, all das, ist die Liebe, die wir in der Regel geben, limitiert. Und kann nicht das widerspiegeln, was der Mensch eigentlich verdient an Liebe. So. Also es kann sehr allgemein gemeint sein. Es kann aber auch sein, dass er das Gefühl hat, er kann ihr nicht die Liebe geben, die sie verdient. So, die er ihr gerne geben würde, dass es nicht genug ist, was er zu bieten hat. Und es kann auch sein, dass er das Gefühl hat, dass sie bei ihm eine Form von Liebe sucht, die er nicht bedienen kann.
Entweder, ne, weil er die Kraft nicht dazu hat, weil zu viele Themen am Start sind und so weiter. Und es kann auch sein, dass bei ihr Themen sind, was sie für eine Art von Liebe braucht. Und vielleicht geht es hier auch nur um Ausgeglichenheit, ne, dass sie ihn unterstützt und eigentlich er sie auch unterstützen müsste, aber es nicht kann. Und dass es daher auf dieser Ebene zumindest keine Gleichberechtigung oder keinen Ausgleich gibt. Und er sagt, in love and death we don't decide. Wir haben keine Wahl. Sterben tun wir sowieso und wir können nicht wählen, wie, wo, was, wann, außer wir machen Suizid. Aber ansonsten kann es ein Unfall sein, es kann eine Krankheit sein, die unerwartet kommt. Ja, oder halt irgendwann im Alter, wenn alles aufgibt in uns oder versagt an Organen. So. Und wir wissen nicht, wann das sein wird, aber wir wissen, dass es kommen wird. Auf die eine oder andere Art und Weise. Es ist unausweichlich. Und Liebe, manchmal haben wir das Gefühl, wir können nicht entscheiden. Wen wir lieben, wie wir uns verlieben, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Und auf die meisten davon haben wir nicht so den richtigen Einfluss. Zum Beispiel die biologischen. Unser System, unser Organismus nimmt wahr, was beim anderen ist. Und das Stammhirn ist noch darauf ausgerichtet, dass es sich einen Partner sucht, mit dem man zum einen sicher ist, so, der einen beschützen kann vielleicht, der klug ist, der einem auf irgendeine Art und Weise ein Gefühl von, hier bin ich sicher, hier kann mir nichts passieren gibt. Und der vielleicht auch biochemisch zu uns passt und der gut zu uns passt, was Kinderkriegen anbelangt. Das heißt, wir gucken, wirkt jemand gesund halbwegs, hat er irgendwelche Krankheiten, so, die das Kind gefährden könnten. Wirkt er gesund? Wie sieht die Haut aus? Wie riecht die Person? Wie schmeckt die Person? Passt das zu unserem eigenen biologischen Code auch tatsächlich? Das sind alles Sachen, die hier hinten ablaufen und die abgecheckt werden und die dann wiederum bestimmen, ob wir jemanden attraktiv finden. Auch Gesichtsform, ne? So. Dann haben wir aber auch die psychische Komponente. Sachen, die uns bekannt vorkommen, die uns vertraut sind, die uns ein Gefühl geben von, hier haben wir Kontrolle, hier haben wir Sicherheit. Und das können unterschiedliche Aspekte sein. Das ist immer geprägt von dem, was wir schon erfahren haben, was wir kennen. Und wie wir aufgewachsen sind. Ähnlichkeiten mit Eltern, mit anderen Autoritätspersonen, die uns sehr wichtig waren. Aber auch Dinge, die wir auf keinen Fall wieder erleben wollen. Wo wir gesagt haben, nee, das will ich nie wieder. Und wenn es jemanden gibt, der ähnliche Züge hat, dann wollen wir das nicht. Aber ansonsten sucht unser Kopf gerne Vertrautes. So. Und es kann auch im traumabasierten Bereich eine Rolle spielen. Ne? Wenn ich mit traumatischen Erfahrungen aufgewachsen bin, kann das wiederum auch beeinflussen, ob und in wen ich mich verliebe. So. Aber das würde hier ein bisschen zu weit führen. Aber ja, es gibt verschiedene Aspekte. Jetzt lasst uns zu Ende hören und dann gehen wir nochmal ein bisschen auf die Geschichten ein. Na, nochmal zurück. Of my eyes, you'd see you shine, you shine. Ja. Also, was wir hier nochmal zu den Videos sehen können ist, und das finde ich so schön am Ende, wie alle zusammenkommen, wie wir feststellen dürfen, dass alle unter einem Haus, unter einem Dach leben, in einem Haus. Und wahrscheinlich hat keiner eine Ahnung davon, was bei dem anderen so los ist und wie es dem geht. Aber alle haben quasi ihre eigene Geschichte von Liebe. Wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal den Vater uns angucken, die Kinder, die dann nochmal rauskommen und ihn aufmuntern und
mit denen er dann auch nochmal anscheinend rausgeht. Oder vielleicht ist es auch ein anderer Tag, aber auch hier, ne, die Kinder geben ihm so viel Liebe und er liebt seine Kinder so sehr, dass das der Halt ist für ihn vielleicht in seinem Leben, wo er dankbar ist, dass diese Liebe in seinem Leben ist. So, und ihm vielleicht immer wieder das Gefühl gibt, eben nicht lost zu sein. Wir können sehen, wie der Mann, der anscheinend krank ist, am Essenstisch und später auch nochmal auf der Couch, während er von der Frau gehalten wird, wahrscheinlich von seiner Frau, ähm, wie dankbar er ist, wie glücklich er ist, diese Menschen in seinem Leben zu haben. Man kann es in seinem Blick sehen. So. Das heißt, sie ist die Heldin in seinem Leben. You shine. Und manchmal ist es wichtig, das Menschen zu sagen, die so viel in unserem Leben sind, die wichtig in unserem Leben sind, für die wir so dankbar sind. Ihnen immer einfach wieder zu sagen, wenn du dich aus meiner Sicht sehen könntest, wie viel du mir bedeutest, wie toll du bist. Ja, genau. Und ansonsten, wie gesagt, die Sichtweise, dass er vielleicht auch einfach, dass er nochmal die Perspektive bedient von, ich spreche mit mir selbst. Ich bin mein eigener Held. Und vielleicht, wenn er mit einem Teil spricht, der sehr verletzt ist, wenn er selber auf diesen Teil schaut, dann kann er vielleicht sogar Liebe für diesen Teil empfinden, vielleicht für sein jüngeres Selbst, was vielleicht durch bestimmte Erfahrungen durch musste. Vielleicht meint er das alte Selbst, vielleicht seinen Kern unter all diesen Schichten. Und wie sehr dieser Teil eigentlich scheint in seiner Essenz. Und dass er das alles sehen und wahrnehmen kann. Und gleichzeitig immer wieder andere Faktoren reinkommen, die Krankheit, äußere Umstände, was auch immer. Unsicherheiten, Ängste, Trigger, kann ja alles Mögliche sein. Dass er dann das Gefühl hat, sich und dem Teil nicht gerecht werden zu können, nicht da sein zu können, ihm nicht die Liebe geben zu können, die er vielleicht braucht oder verdient. Genau, so, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Perspektiven. Wenn ihr noch Ideen habt, was es sein könnte, wenn ihr andere Perspektiven habt. Ich habe in einem der Kommentare gesehen, zum Beispiel auch, dass jemand geschrieben hat, dass er selbst jahrelang mit Drogensucht zu tun hatte und seine Mutter ihm diesen Song vorgespielt hat. Und dass dieser Song seitdem her unglaublich wichtig ist und er jetzt seit einem Jahr von der Abhängigkeit weg ist und trocken oder sober ist quasi. Zeigt, dass auch diese Perspektive nochmal da ist. Also es ist ja auch eine Form von Krankheit, die Sucht. So, und dass es da eine Mutter-Kind-Konstellation gab und dass die Mutter die Helferin, die Retterin, die Person war, die Stabilität, die Unterstützung gegeben hat, die an ihn geglaubt hat, die ihn geliebt hat und die auch zu ihm gesagt hat, du scheinst für mich, du bist für mich der Punkt. Ich kann dich immer noch sehen hinter dieser ganzen Sucht und du leuchtest trotzdem. Und umgekehrt auch, sie leuchtet für ihn. Also auch da geben und nehmen, beziehungsweise beide können das sehen aneinander. Und auch das ist Dynamik von Liebe. Genau. Und damit würde ich es stehen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Und ansonsten schaut euch gerne schon mal auf meinem Kanal um. Es gibt schon ein paar Reactions und ein paar Videos. Ja, habt einen wundervollen Tag und bis bald.